Meine Damen und Herren, wir Physiker haben nicht nur mit so grundsätzlichen und wichtigen Problemen zu tun, wie sie Paul Dirac gestern uns auseinandergesetzt hat, auch nicht nur mit den materiellen Schwierigkeiten, die der Experimentator lösen muss, um zu seinen Ergebnissen zu gelangen, so wie wir es gestern von Herrn Hofstadter gehört haben, sondern wir werden neuerdings auch oft gefragt, besonders von der studentischen Jugend, in welcher Beziehung unsere Wissenschaft zur Gesellschaft stünde, also zu der Gesellschaft, der ja unsere Forschung direkt oder indirekt dienen soll und die umgekehrt die hohen Kosten unserer Forschungsarbeit ja auch tragen muss. Da nun immer die Gefahr besteht, dass man sich bei der Beantwortung solcher Fragen in grundsätzliche Debatten oder ideologische Wunschbilder verliert, scheint es mir nützlich, an einem ganz speziellen Beispiel die praktische Seite dieser Problematik zu schildern. In den vergangenen Jahren ist viel von einem Großbeschleuniger gesprochen worden, der durch die gemeinsame Anstrengung verschiedener europäischer Staaten und ihrer Techniker und Physiker demnächst errichtet werden soll. Über die Dringlichkeit des Projektes, seine Finanzierung und seinen zukünftigen Standort hat es Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben. Aber schließlich hat man sich vor einigen Monaten darauf geeinigt, dass der Beschleuniger im Europäischen Atomforschungszentrum Genf gebaut werden solle und dass sich eine Reihe europäischer Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien, Italien, die Bundesrepublik, an der Finanzierung und der Durchführung beteiligen werden. Alle wichtigen Entscheidungen über dieses umstrittene Projekt sind gefallen und daher besteht also auch nicht mehr die Gefahr, dass ich heute mit irgendwelchen Äußerungen in ein schwebendes Verfahren eingreifen könnte. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Beteiligten, und damit meine ich die Physiker ebenso wie die Vertreter der mitwirkenden Regierungen in der Bundesrepublik ebenso wie in den anderen europäischen Ländern, dass die mit dem Ergebnis doch zum größten Teil zufrieden sind. Gerade deshalb aber kann es interessant sein, noch einmal die Gesichtspunkte aufzuzählen, die bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Denn es dürfte ja auch in der Zukunft ähnliche große Gemeinschaftsprojekte geben und die gleichen Fragen über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, über die Voraussetzungen internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit werden dann wieder auftauchen. Man wird also aus den Verhandlungen der letzten 3 Jahre lernen können. Und ich möchte dieses spezielle Beispiel des europäischen Großbeschleunigers dazu benutzen, einige allgemeinere Gedanken über das Verhältnis zwischen Regierung und Wissenschaft und über die Art der hier möglichen Zusammenarbeit auszusprechen. Zunächst ein paar Worte über die physikalischen Probleme, die mit Hilfe der Großbeschleuniger bearbeitet werden sollen. Die Fortschritte der Atomphysik in den letzten 100 Jahren sind eng mit der Konstruktion immer größerer Beschleuniger verknüpft gewesen, wobei ich das Wort Beschleuniger jetzt in einem sehr allgemeinen Sinn verwenden möchte. Zum Beispiel in gewöhnlichen Entladungsröhren, etwa den Leuchtröhren der Lichtreklame, genügt es, wenn Elektronen eine Spannung von wenigen Volt durchlaufen, um so weit beschleunigt zu werden, dass sie beim Stoß mit einem der vorhandenen Gasatome dessen Atomhülle verändern und zum Leuchten anregen können. Ihre Energie beträgt dabei also, so drücken wir das als Physiker aus, einige Elektronenvolt. Mit solchen Elektronen hat man die Atomhüllen untersucht und schließlich die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sie gebaut sind, herausgefunden. Mit Atomhülle ist hier die Gesamtheit der den Atomkern umkreisenden Elektronen gemeint. Im Atomkern sind die Bindungsenergien etwa 1 Million Mal größer als in der Hülle. Anfang der 30er Jahre haben Cockcroft und Walton in Cambridge eine Hochspannungsanlage gebaut, mit der sie Protonen auf Energien von der Größenordnung 1 Million Elektronenvolt beschleunigen konnten. Damit konnten sie leichte Atomkerne verändern, aus ihnen Elementarteilchen herausschlagen oder andere Elementarteilchen an sie anlagern. Und in dieser Weise hat man im Laufe der 30er Jahre den Bau der Atomkerne zu verstehen gelernt, die, wie man seitdem weiß, aus 2 Sorten von Elementarteilchen,
den Wasserstoffkern oder Protonen und den Neutronen bestehen. Die nächstgrößere Gruppe solcher Apparaturen, die man jetzt schon Großbeschleuniger nennen kann, wurde in den 50er Jahren gebaut. In ihnen sollte den Protonen eine Energie gegeben werden, die in der Größenordnung der Milliarden Elektronenvolt, der sogenannten GeV, reicht. Man konnte hoffen, mit ihnen dann auch die damals bekannten Elementarteilchen zu verändern, sie eventuell in noch kleinere Bruchstücke zu zerlegen, noch elementarere Bausteine zu finden. Auch diese Großbeschleuniger, zu denen die Apparaturen in Berkeley, Genf, Hamburg, Brookhaven, Serpuchov gehören, haben die in sie gestellten Erwartungen voll erfüllt. Es stellte sich heraus, dass man tatsächlich Elementarteilchen verändern, sie in angeregte Zustände versetzen, ja sogar in viele Teile spalten kann. Aber, und das war das entscheidend Neue, die Bruchstücke sind dabei nicht kleiner als die Teilchen, die man hatte zusammenstoßen lassen. Vielmehr handelt es sich nicht mehr eigentlich um den Prozess der Teilung, sondern um die Entstehung von Materie aus Energie. Und das wusste man ja aus der Relativitätstheorie, dass das möglich ist. Bei solchen energiereichen Stößen entstehen immer wieder Elementarteilchen des gleichen Spektrums. Die Elementarteilchen sind, so kann man es ausdrücken, einfach verschiedene Formen, in die sich die Energie begeben kann, um zur Materie zu werden. Aber es gibt dann offenbar keine noch elementareren Teilchen. Das war der Stand der experimentellen Forschung vor einigen Jahren und auf der Grundlage dieser Kenntnisse musste nun entschieden werden, ob man noch größere Beschleuniger mit Energien der Größenordnung einige 100 GeV und mit den entsprechend sehr hohen Kosten bauen sollte. Für diesen Schritt sprach zunächst die einfache Überlegung, dass bisher, so wie ich es geschildert habe, jeder Übergang von kleineren zu größeren Beschleunigern neue Erkenntnisse gebracht hat. Warum sollte es nicht so weitergehen? Der Eintritt in ein neues Energiegebiet muss zwangsläufig zu neuen, bisher unbekannten Informationen führen und niemand kann ausschließen, dass dabei auch ganz unerwartete, überraschende und interessante Informationen herauskommen. Aber auch wenn man solche Überraschungen ausklammert, kann es wichtig sein zu erfahren, wie etwa die für die Radioaktivität maßgebende Wechselwirkung sich bei ganz hohen Energien verhält. Denn die bisherigen Experimente gestatten darüber keine zuverlässige Vermutung und es könnte durchaus sein, dass die Kenntnis dieses Verhaltens grundsätzliche Fortschritte zum Verständnis des Spektrums der Elementarteilchen mit sich bringt. Hier bei den Gründen für den Beschleuniger ist auch besonders die zentrale Bedeutung dieses Problemkreises für die gesamte Physik hervorzuheben. Alle physikalischen Gesetze werden wohl letzten Endes auf Gesetze für das Verhalten der kleinsten materiellen Teilchen zurückgeführt werden können. Also ist es sehr wichtig, gerade diese Gesetze in Erfahrung zu bringen. Aber selbst wenn man die Erweiterung der Elementarteilchenphysik nicht so hoch bewertet, so wird man beim Bau der riesigen Beschleuniger neue technische Erfahrungen machen, die in ganz anderen Gebieten praktisch wertvoll werden können. Bei solchen Beschleunigern muss man ja an die äußersten Grenzen des jeweils technisch Möglichen gehen. Man wird also für die Praxis sehr viel lernen können. Ich erinnere zum Beispiel an die sich in diesen Jahren entwickelnde Technik der supraleitenden Magneten, die vielleicht bei einem neuen Großbeschleuniger voll eingesetzt werden kann. Es gibt also gute Gründe, die für den Bau solcher Großbeschleuniger von Energien der Ordnung 300 GeV oder mehr sprechen. Und wenn man solche Apparaturen für einige Millionen Mark bauen könnte, so würde wahrscheinlich niemand daran gezweifelt haben, dass man das auch tun muss. Leider gehen die Kosten aber in die Milliarden. Und daher musste man schon mit Rücksicht auf die anderen Bedürfnisse des Staates fragen, ob man solche enormen Ausgaben nicht reduzieren oder wenigstens auf später verschieben kann. Sind sie wirklich unbedingt nötig? Hier bei diesen Zweifeln wird man zunächst anführen können, dass die Gründe dafür,
dass bei höheren Energien etwas grundsätzlich Neues herauskommen wird, nicht ganz stichhaltig sind. Die Natur hat uns ja gerade bei dem Versuch, die Elementarteilchen zu teilen, eine neue und unerwartete Auskunft gegeben, nämlich die, dass es sich bei diesen Prozessen gar nicht mehr um Teilen, sondern um die Verwandlung von Energie in Materie handelt. Das wird wahrscheinlich auch bei höheren Energien so sein, und daher muss man durchaus mit der Möglichkeit rechnen, dass selbst bei beliebiger Steigerung der Energie nichts grundsätzlich Neues passiert. Dazu kommt, dass man in der kosmischen Strahlung ja Teilchen von extrem hohen Energien schon beobachtet hat, bis herauf zu etwa 1 Million GeV, und dass bei ihnen keine grundsätzlich neuen Erscheinungen gefunden worden sind. Man könnte auch darauf hinweisen, dass die Speicherringe in Genf, die in diesem Jahre ihren Betrieb beginnen, in den jetzt vergangenen Jahren gebaut worden sind, dass die ja auch zu noch höheren Energien reichen. Es könnte also sein, dass das bisherige umfangreiche Erfahrungsmaterial über die Elementarteilchen schon ausreicht, um die Naturgesetze in diesem Gebiet vollständig zu verstehen, dass wir die Erweiterung nach diesen höheren Energien gar nicht mehr unbedingt brauchen. In der Tat kann man sich schwer vorstellen, dass eine zunächst hypothetisch aufgestellte Theorie zwar alle bisherigen Erfahrungen innerhalb der experimentellen Genauigkeitsgrenzen richtig darstellen, dass sie aber trotzdem im Gebiet der noch höheren Energien, das wir noch nicht kennen, dann versagen könnte. Aber selbst wenn man das Experimentieren im Gebiet der hohen Energien für absolut notwendig hält, könnte man noch von der Hoffnung ausgehen, dass die Technik, etwa die der supraleitenden Magneten, in einigen Jahren oder Jahrzehnten so große Fortschritte gemacht haben wird und dass so neuartige Konstruktionsprinzipien gefunden worden sind, dass man dann einen Großbeschleuniger mit einem viel geringeren Kostenaufwand wird bauen können. Mit solchen Argumenten konnte man also dafür plädieren, mit dem Bau des Großbeschleunigers jedenfalls noch ein paar Jahre zu warten. Sie sehen, dass die physikalischen und technischen Argumente allein kaum ausreichen konnten, um eine klare Entscheidung zu treffen. Und daher wird man auch die wissenschaftspolitischen und die außenpolitischen Komponenten einer solchen Entscheidung sorgfältig bedenken müssen. Beginnen wir mit den Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf die Hochschul- und Forschungspolitik im eigenen Land. Die Beträge, die für einen Großbeschleuniger von 300 GeV oder mehr ausgegeben werden müssen, sind so hoch, dass sie, selbst wenn es sich um ein internationales Gemeinschaftsprojekt handelt, nicht ohne weiteres zusätzlich zum bisherigen Forschungsetat etwa auf Kosten einfach alle übrigen Etatposten aufgebracht werden könnten. Dadurch entstehen für die Gesellschaft oder für die Regierung, die sie vertritt, sehr unangenehme Prioritätsfragen, etwa in folgender Form. Sollen wir in Anbetracht der zu geringen Ausbildungskapazität unserer Hochschulen noch eine neue Hochschule einrichten oder uns stattdessen an einem internationalen Großbeschleunigerprojekt beteiligen? Oder eine andere Frage: Sollen wir im Jahr einige 100 Millionen mehr für den Umweltschutz, die Reinhaltung der Flüsse, der Seen und der Luft ausgeben, oder sollen wir sie für Elementarteilchenphysik verwenden? Gerade hier in Lindau haben wir ja in der Person unseres verehrten Grafen Bernadotte einen der überzeugendsten Vertreter des Umweltschutzes unter uns. Solche Fragen sind deswegen so unangenehm, weil hier völlig unvergleichbare Dinge in ihrer Dringlichkeit verglichen werden müssen. Auf der einen Seite steht die reine Erkenntnis über Grundfragen der Physik und der Naturwissenschaft, die später vielleicht auch, aber nur indirekt, große wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Auf der anderen steht ein unmittelbar praktisches Bedürfnis des heutigen Lebens, etwa die Möglichkeit, die Kinder in einer Universität später ausbilden zu lassen und ihnen gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. Also wie soll man solche Fragen entscheiden? Die erste Forderung, die man hier erheben muss, scheint mir die zu sein, dass auch die Physiker, die den Großbeschleuniger haben wollen
und die mit ihm arbeiten wollen, sich die ganze Schwierigkeit dieser Probleme klar machen. Es genügt nicht, die Fragen mit der Bemerkung wegzuschieben, dass es ja Sache der Regierung sei, darüber nachzudenken, oder leichthin zu sagen, man solle die Summe für den Großbeschleuniger eben vom Verteidigungsetat abziehen. Für die Menschen, die für das Gemeinwesen die Verantwortung tragen, muss die Frage nach der Sicherheit dieses Gemeinwesens ein höheres Gewicht haben, sie muss es haben, als die Beteiligung an einem großen Projekt zum Studium der Elementarteilchen. In anderen Worten, bei der Entscheidung über den Bau eines Großbeschleunigers kommen leider politische Fragen ins Spiel, die auch der Physiker nicht einfach ignorieren kann. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sich hier verhalten kann als Physiker, haben die britischen Physiker gegeben. Wenn ich recht unterrichtet bin, haben die britischen Physiker ihrer Regierung vorgeschlagen, man möge sich zwar an dem europäischen Großbeschleunigerprojekt beteiligen, aber gleichzeitig, um die Kosten auszugleichen, den nationalen Etat für Elementarteilchenphysik entsprechend reduzieren. Es war sogar davon die Rede, dass ein großes und angesehenes Forschungsinstitut des gleichen Gebiets, das Rutherford Laboratorium in Cambridge, stillgelegt werden könnte. Hinter einem solchen Vorschlag steht also einerseits die Überzeugung, dass die Experimente, die man mit dem neuen europäischen Großbeschleuniger wird ausführen können, interessanter und wichtiger sind als jene, die mit den kleineren Apparaturen im Rutherford-Laboratorium angestellt werden können. Andererseits aber auch die Einsicht, dass die Physiker in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht schon relativ hohe Forderungen an die wirtschaftliche Kraft ihres Landes gestellt hatten, dass man also bei noch weitergehenden Ansprüchen außerordentlich vorsichtig sein müsse. Die britischen Physiker haben also bei ihren Wünschen an die Regierung das Wohl der Gemeinschaft, zu der sie gehören, sehr sorgfältig mitbedacht. Darf ich hier eine allgemeinere Bemerkung einfließen lassen, die vielleicht nicht ganz hierher gehört. Es scheint mir eine unglückliche Entwicklung in unserer Zeit, keineswegs nur in unserem Land und ganz sicher nicht nur bei uns Physikern, dass viele in der Versuchung sind, Ansprüche an den Staat zu stellen, ohne dafür Gegenleistung oder eigene Opfer anzubieten. Es mag sich dabei um Anspruch auf Ausbildung, Stipendien, Mitbestimmung in schwierigen Fragen oder auch einfach Anspruch auf viel Freizeit, weite Ferienreisen, materiellen Wohlstand handeln. Immer wieder wird, so fürchte ich, die Tendenz sichtbar, eine Rechtfertigung dieser Ansprüche durch eigene Opfer für unnötig zu halten. Aber das gute Beispiel der britischen Physiker, das ich erwähnt habe, weist auf die allgemeinere Frage hin, wie denn überhaupt das Verhältnis der Physiker oder generell der Naturwissenschaftler zu ihren Regierungen aussehen soll. Die meisten scheinen darin übereinzustimmen, dass in unserer Zeit die Regierungsarbeit der Beratung durch die Wissenschaft bedarf. Wissenschaft und Technik spielen eine so große Rolle im modernen Leben, in der Wirtschaft, bei Bildungsfragen, bei der Vorbereitung politischer Entscheidungen, dass es Beratungsgremien von Wissenschaftlern und Technikern geben muss, die der Regierung die Arbeit erleichtern. Tatsächlich sind auch überall in den modernen Industrieländern solche Beratungsgremien eingerichtet worden. In der Bundesrepublik existieren auf verschiedenen Stufen Beratungskreise, die der Regierung bei der Verteilung von öffentlichen Mitteln für Forschungszwecke, bei Entscheidungen über große Forschungs- und Entwicklungsprojekte, bei Hochschulfragen und so weiter zur Seite stehen. Ich erinnere etwa an die Atomkommission, an den Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums, an den Beratungskreis für Forschung. Gerade in den letzten Monaten ist über die Neuordnung dieses Beratungswesens viel diskutiert worden. Außerdem gibt es aber, und das ist etwas völlig anderes, in der Umgebung der Regierung naturgemäß Interessentengruppen, die etwa von Teilen der Wirtschaft, zum Beispiel bestimmte Industriezweige oder der Landwirtschaft, nach Bonn geschickt worden sind, um ihren Interessen dort mehr Gehör zu verschaffen. Auch dies ist in einer Demokratie durchaus legitim. Denn es ist ja gerade die Aufgabe der Regierung, zwischen den verschiedenen Interessen der Bürger des Landes einen möglichst gerechten Ausgleich zu finden.
Also ist es wichtig, dass der Staat diese Interessen kennt. Es scheint mir aber außerordentlich wichtig, dass der Unterschied zwischen den Beratergruppen und den Interessentengruppen nicht verwischt wird. In dem Moment, in dem eine Beratergruppe auch Interessentengruppe würde, hat sie aufgehört, eine brauchbare Beratergruppe zu sein. Denn nur eine völlig unparteiische Beratung kann der Regierung wirklich Nutzen bringen. An dieser Stelle entsteht nun ein schwieriges Dilemma, wenn es sich um die Beteiligung der Regierung an einem großen internationalen wissenschaftlich-technischen Projekt handelt, wie zum Beispiel dem geplanten Großbeschleuniger. Denn einerseits ist es unerlässlich, dass hier eine Beratung durch Spezialisten auf dem Gebiet der Hochenergiephysik erfolgt, denn nur sie können die Einzelheiten wirklich beurteilen. Andererseits sind diese Spezialisten zwangsläufig auch Interessenten, da sie oder ihre Schüler später am Großbeschleuniger arbeiten wollen. Diese Schwierigkeit ist also gar nicht zu vermeiden. Sie ist auch offenbar von den britischen Physikern empfunden worden, von denen vorhin die Rede war. Und diese Physiker haben dann versucht, sozusagen auf der Interessenseite Opfer zu bringen, um die Rolle des Beraters mit gutem Gewissen spielen zu können. Aber selbst wenn hier das vollste Verständnis aller Beteiligten erwartet werden kann, wenn alle bisherigen genannten Voraussetzungen erfüllt sind, so bleibt es immer noch eine sehr schwierige Aufgabe, die Dringlichkeit eines solchen wissenschaftlich-technischen Projekts gegenüber anderen Projekten abzuschätzen. Wie wichtig ist wissenschaftliche Erkenntnis? Wie wichtig ist es, dass sie bald und nicht erst in 10 oder 20 oder 30 Jahren gewonnen wird? Nun, wer sein Leben in der Wissenschaft tätig gewesen ist, der wird den Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse hoch einschätzen und er wird dafür viele gute und triftige Gründe anführen können. Ein Politiker aber, der etwa, bevor er in die Politik ging, als Kaufmann oder Landwirt gearbeitet hat, wird vielleicht wirtschaftliche Fragen oder den Umweltschutz für wichtig halten und er wird auch dafür viele überzeugende Argumente finden. Vielleicht wird er auch umgekehrt in Gefahr geraten, die wissenschaftliche Erkenntnis zu hoch zu bewerten, weil die Wissenschaft ihm unheimlich und fremd ist und weil er unter dem Eindruck der modernen Technik ihre Möglichkeiten dann überschätzt. In Anbetracht dieser ganz unvermeidlichen Unsicherheit des Politikers ist es natürlich die oberste Pflicht der Berater, den Behörden ein völlig objektives, ungeschminktes Bild der wissenschaftlichen Pläne und ihrer vermuteten Bedeutung zu geben. Alle Gründe, die für, aber auch alle, die gegen das Projekt sprechen, müssen so sachlich wie möglich vorgetragen und erläutert werden, sodass der Politiker das Maximum an Informationen erhält, das er in dem betreffenden Fall überhaupt erhalten kann. Beim Aufzählen und Erläutern der Gründe, die für oder die gegen so ein Projekt sprechen, ist auch darauf zu achten, dass die Beweislast richtig verteilt wird. Wenn es sich um ein Milliardenprojekt handelt, dessen Inangriffnahme unweigerlich Opfer an anderen Stellen erfordert, so muss der ein solches Projekt befürwortet, den Beweis für die Dringlichkeit für die zu erhoffenden Erfolge erbringen. Und es kann nicht Sache seines Opponenten sein, zu beweisen, dass das Projekt doch nicht so wichtig sei. Denn bei einem Projekt, das in wissenschaftliches Neuland vorstößt, wird es nie möglich sein zu beweisen, dass es dabei keine neuen, überraschenden und wichtigen Entdeckungen geben kann. Aber das allein kann ja unmöglich als Grund dafür ausreichen, Milliarden auszugeben. Die Beweislast muss also unbedingt bei dem liegen, der so extrem hohe öffentliche Mittel in Anspruch nehmen will. Aber selbst dann wird die Entscheidung für die Politiker noch schwer genug sein. Es ist daher eine Erleichterung für ihre Arbeit, dass entsprechende Entscheidungen ja auch in den anderen Ländern getroffen werden müssen. Dass man sich also an dem, was die anderen sich überlegt haben, orientieren kann. Wenn es sich um ein internationales Projekt handelt, wie bei dem geplanten europäischen Großbeschleuniger, so stehen die anderen Mitgliedstaaten, die sich eventuell beteiligen wollen, sogar vor genau den gleichen Problemen. Hier wird die Entscheidung also mehr oder weniger gemeinsam getroffen werden müssen. Durch den internationalen Charakter eines solchen Großprojekts kommen einige neue Aspekte herein, die ich bisher noch nicht besprochen habe. Zunächst sind wir wohl alle darin einig,
dass es für die Zukunft unseres Erdteils außerordentlich wichtig ist, dass sich aus den vielen kleinen europäischen Staaten eine echte Gemeinschaft entwickelt. Ein großes wissenschaftliches Projekt, dessen Bedeutung von allen anerkannt wird, das aber wegen der hohen Kosten von einem einzelnen europäischen Land allein nicht mehr getragen werden kann, das stellt sozusagen einen Idealfall einer solchen Gemeinschaftsarbeit dar. Denn dort, wo es sich um reine Wissenschaft handelt, spielt wirtschaftliche oder politische Konkurrenz keine wichtige Rolle mehr. Ergebnisse und technische Erfahrungen brauchen nicht geheim gehalten zu werden. Das gemeinsame Interesse an spannenden wissenschaftlichen Problemen führt junge Physiker und Techniker aus den verschiedensten Ländern von selbst zu fruchtbarer Arbeit zusammen. Und ohne jede weitere Anstrengung findet ein ständiger Austausch von Meinungen und damit auch unbewusst ein Ausgleich von Interessen statt, der für das spätere Ziel, die Einheit Europas, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Man muss solche internationalen Großprojekte also eigentlich schon deswegen fördern, weil sie international sind. Man darf in Anbetracht ihrer gemeinschaftsbildenden Kraft gegenüber den wissenschaftlichen Möglichkeiten und Begründungen nicht allzu kritisch und skeptisch sein. Tatsächlich sind in den 25 Jahren nach dem Krieg in Europa verschiedene solcher Gemeinschaftsprojekte und gemeinschaftliche Einrichtungen entstanden, die für die Zusammenarbeit eine große Bedeutung gewonnen haben. Die beste Institution dieser Art ist wohl das Atomzentrum CERN in Genf. Seit 1959 ist dort ein Proton-Synchrotron von 30 GeV in Benutzung und hat schon eine Reihe von sehr interessanten Experimenten ermöglicht. In diesem oder im kommenden Jahr wird der große Speicherring voll in Betrieb genommen werden, der hinsichtlich der Energie beim Stoß zweier Protonen einem Beschleuniger von sogar etwa 1700 GeV entspricht. Er wird das einzige Instrument dieser Art auf der Erde sein. Und vor einigen Monaten ist, wie gesagt, der Bau eines neuen europäischen Großbeschleunigers von mehreren 100 GeV in Genf beschlossen worden. Europa wird also in der Elementarteilchenphysik oder wie es auch heißt, in der Hochenergiephysik in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine führende Rolle spielen können, wenn diese Maschinen ebenso gut ausgenutzt werden wie bisher das Proton-Synchrotron in Genf. In Triest, also auf italienischem Boden, ist ein sehr erfolgreiches internationales Zentrum für theoretische Physik entstanden, das nicht nur von europäischen, sondern auch außereuropäischen Staaten getragen wird und das besonders gute Verbindungen nach Osteuropa und nach Asien unterhält. In Ispra im Lago Maggiore, ebenfalls auf italienischem Gebiet, werden im Auftrag von Euratom Entwicklungs- und Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Reaktortechnik betrieben. Es handelt sich auch hier um ein großes internationales Gemeinschaftsprojekt, zu dem verschiedene europäische Staaten beisteuern. In Grenoble in Frankreich ist durch französisch-deutsche Zusammenarbeit ein Reaktor mit sehr hohem Neutronenfluss errichtet worden, an dem man wissenschaftliche und technische Untersuchungen über das Verhalten von Materialien unter starker Bestrahlung anstellen kann. Ähnliche internationale Einrichtungen, die auch andere Gebiete, zum Beispiel die Erforschung des Weltraums betreffen, gibt es in Belgien und in Holland. Das Interesse an internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit ist also sehr groß. Und mit den Erfolgen, die in den verschiedenen Institutionen errungen worden sind, kann man durchaus zufrieden sein. Trotzdem tauchen dann, wenn man sich dafür entscheiden will, eine weitere solche internationale wissenschaftliche Einrichtung zu gründen, nochmals schwierige Probleme auf, die vor allem den Standort, aber auch die Finanzierung, die Verteilung der Aufträge, die Besetzung der führenden Stellen betreffen. Die Standortfrage ist hier bei Weitem am schwierigsten, weil sie in der Regel nicht nach sachlichen, sondern nach politischen Gesichtspunkten entschieden werden muss. Zwar wird das angestrebte technische oder wissenschaftliche Ziel häufig Bedingungen stellen, die die Wahlmöglichkeit für den Standort stark einschränken. Zum Beispiel muss für einen Großbeschleuniger eine weite, ebene Fläche vorhanden sein, die geologisch stabil ist, die sich also nicht unter Bodenbewegungen verformt,
oder unter Witterungseinflüssen Verzerrungen erleidet. Und die für die Errichtung des Beschleunigers notwendigen Erdbewegungen dürfen dabei auch nicht zu kostspielig werden. Ferner muss die geplante Einrichtung verkehrstechnisch günstig liegen, man muss Schulen, Hochschulen leicht erreichen können und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Bedingungen, die erfüllt werden müssen, aber es ist doch in der Regel nicht allzu schwierig, in sehr verschiedenen Gegenden Europas Standorte zu finden, bei denen alle diese Bedingungen erfüllt sind. So bleibt schließlich eine politische Entscheidung zu treffen und man muss fragen, welche Gesichtspunkte hier die wichtigste Rolle spielen. Es soll sich ja bei der Errichtung dieser verschiedenen internationalen wissenschaftlichen Zentren um eine Gemeinschaftsarbeit und um eine gemeinsame Anstrengung Europas handeln. Und daraus scheint mir zu folgen, dass diese Institutionen einigermaßen gleichmäßig über Europa verteilt sein sollten. Natürlich kann man noch darüber diskutieren, was dieser unbestimmte Begriff einigermaßen gleichmäßig bedeutet. Aber ich glaube, wenn man einen Blick auf die europäische Landkarte wirft und die räumliche Verteilung der bisherigen internationalen wissenschaftlichen Institutionen betrachtet, so erkennt man, dass die Verteilung noch ziemlich ungleichmäßig ist und in Zukunft gleichmäßiger werden sollte. Gegen dieses Argument wird gelegentlich eingewandt, dass unser Ziel doch die Vereinigten Staaten von Europa sein müssten und dass es dann ja gar nicht mehr auf den Standort innerhalb Europas ankäme. Aber das Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika zeigt, dass dies nicht zutrifft, dass vielmehr auch in einem solchen politisch vereinigten Großraum auf gleichmäßige Verteilung der wissenschaftlichen Institutionen geachtet werden muss. So wird zum Beispiel der jüngste amerikanische Großbeschleuniger, der etwa 400 GeV erreichen soll, in Batavia unweit Chicago errichtet, nachdem die beiden früheren Zentren für Hochenergiephysik im Westen in Kalifornien und ganz im Osten in Brookhaven entstanden waren. In Europa hat bei den Beratungen über den nun schon zu Anfang erwähnten Großbeschleuniger die Standortfrage eine wichtige Rolle gespielt. Aber die Möglichkeit, in Genf die schon vorhandene Infrastruktur des CERN-Zentrums zu verwenden und damit die Kosten erheblich zu senken, hat schließlich den Vorrang erhalten gegenüber der anderen Möglichkeit, ein neues europäisches Forschungszentrum in einem anderen Gebiet zu schaffen, das von den bisherigen Zentren dieser Art weit abliegt. Hoffen wir also, dass zukünftige Gründungen für eine noch gleichmäßigere Verteilung über Europa sorgen werden. Es gab noch einen anderen Grund, den neuen Großbeschleuniger wieder nach Genf ins CERN-Zentrum zu verlegen. Ein neues, von Genf unabhängiges europäisches Zentrum für Hochenergiephysik hätte Tausende von Mitarbeitern an den neuen Standort und an diese Arbeit an einem neuen großen Beschleuniger gebunden. Viele junge, begabte Physiker und Techniker hätten sich daher diesem sehr speziellen Gebiet der Elementarteilchenphysik und der Beschleunigertechnologie zugewandt und sie wären wahrscheinlich in diesem Gebiet von den Problemen in den kommenden Jahren so gefesselt worden, dass es für sie schwierig geworden wäre, später in irgendeinem anderen Bereich tätig zu werden. Andererseits wird dieser spezielle Problemkreis der Elementarteilchenphysik früher oder später seinen Abschluss finden, so wie alle anderen früheren Gebiete der Physik einmal aufgearbeitet worden und dann nur noch mit ihren Anwendungen in die spätere Technik eingegangen sind. Wenn man diesen Abschluss in Gedanken in eine unabsehbare weite Ferne rückt, wie es manche Physiker tun, so mag man dies als Rechtfertigung dafür ansehen, dass man über die zukünftige Tätigkeit der Elementarteilchenphysiker in anderen Gebieten nicht weiter nachdenkt. Aber die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten lehren, dass dort schon Beschleunigerstationen geschlossen, dass in ihnen arbeitende Physiker und Techniker entlassen worden sind. Daraus folgt, dass man den jungen Menschen, die man für diese speziellen Gebiete interessiert hat, Unrecht tut, wenn man über ihre weitere Zukunft nicht weiter nachdenken würde. Aus diesem Grund war es sicher ein weiser Entschluss, den neuen Großbeschleuniger, für den man sich entschlossen hatte, wieder in Genf zu bauen, so wie früher das Proton-Synchrotron und den großen Speicherring.
Zwar wird auch in Genf das Personal durch die neuen Aufgaben sich erheblich vermehren, aber doch wohl lang nicht in dem Ausmaß, in dem das in einer ganz neuen Beschleunigerstation geschehen würde. Man hat also die Gefahren für die fernere Zukunft durch die Wahl von Genf als Standort etwas verringert. Schließlich noch ein weiteres Argument, mehr nebenbei. Die räumliche Enge des Bauplatzes in Genf hat auch noch eine technische Konsequenz. Sie zwingt die Konstrukteure, die modernsten technischen Entwicklungen, zum Beispiel die Supraleitungsmagneten, mit zu benutzen, wenn man auf dem kleinen Raum so hohe Energien erreichen will. Das neue Projekt wird also zwangsläufig viel moderner werden als das früher geplante. Damit habe ich, glaube ich, die meisten der Argumente aufgeführt, die bei der schließlich gefällten Entscheidung mitgewirkt haben und die ich jetzt in wenigen Worten wiederhole. Da ist zunächst die Freude über ein sinnvolles Gemeinschaftsprojekt, aber auch die Unsicherheit über die mit dem neuen Instrument zu erwartenden Erfolge, die Frage, ob die mit den bisherigen Beschleunigern gewonnenen Erfahrungen nicht vielleicht schon ausreichen könnten, um die Welt der Elementarteilchen zu verstehen. Dann die weitere Frage nach den Fortschritten der Technik. Könnten Beschleuniger der geforderten hohen Energie nicht vielleicht in einigen Jahren nach neuen technischen Verfahren viel billiger gebaut werden als jetzt? Dazu die Schwierigkeit, zwischen den mitwirkenden Nationen eine faire Einigung über den Standort zu erzielen und die Notwendigkeit für jede einzelne dieser Regierungen, auf gewisse Pläne oder Projekte im eigenen Land zugunsten des internationalen Beschleunigers zu verzichten. Wenn man alle diese Schwierigkeiten und Probleme bedenkt, so ist die Entscheidung, die schließlich getroffen worden ist und die Sie kennen, eine, wie mir scheint, sehr gute Lösung, ein angemessener Kompromiss aus den verschiedenen Interessen und ein wertvoller Beitrag zur Stärkung der europäischen Gemeinschaft. Zum Schluss muss ich aber doch aus dieser Ebene der praktischen Erwägung, der wissenschaftlichen Begründung und politischen Verhandlungen noch in eine etwas tiefere Schicht hinuntersteigen und fragen, wieso machen wir Menschen eigentlich überhaupt so enorme Anstrengungen, einen Großbeschleuniger zu bauen? Wieso geben wir Milliardenbeträge für ein rein wissenschaftliches Instrument aus, das jedenfalls unmittelbar keinen wirtschaftlichen Nutzen verspricht? Auf diese Frage habe ich einmal von dem amerikanischen Botschafter in Bonn die folgende Antwort erhalten. Im alten Ägypten wurden Pyramiden gebaut, im christlichen Mittelalter prächtige Kathedralen und so baut unsere Zeit riesige wissenschaftliche Instrumente. Im alten Ägypten bedeuteten die königlichen Ahnen eine Verbindung zur Gottheit und das Vertrauen in die Hilfe, die aus dieser Verbindung kommt, manifestierte sich im Bau dieser riesigen Grabdenkmäler. Im christlichen Mittelalter gingen die Gläubigen in die Kathedralen im festen Vertrauen darauf, dass ihnen hier Erlösung von ihren Leiden zuteil werden könnte. In unserer Zeit vertrauen wir beinahe blindlings auf die Wissenschaft und aufs rationale Denken und daher bringen wir materielle Opfer, um die Wissenschaft zu fördern, um unser Wissen über die Welt zu vermehren. Dieser Vergleich, den der amerikanische Botschafter ausgesprochen hatte, enthält sicher einen Teil der Wahrheit. Und wenn wir in einem sehr allgemeinen Sinne unter Religion das Zentrum unseres Vertrauens verstehen, von dem aus sich eine Gesellschaft ordnet, so wird man zugeben müssen, dass für den Bau dieser riesigen Beschleuniger religiöse Motive maßgebend sind. Hier wird man aber doch den Zweifel anmelden können, ob denn die Macht der Göttin Vernunft wirklich so groß ist, wie man es sich zur Zeit der Französischen Revolution erhofft hatte. Die Erfahrung unseres Jahrhunderts scheint zu zeigen, dass diese Macht nur begrenzt ist. Und wie immer man diese Macht beurteilen mag, als Minimum wird man fordern müssen, dass wir uns ihr nicht blindlings anvertrauen, sondern dass wir vernünftig und kritisch handeln, wenn es darum geht, riesige Mittel für große wissenschaftliche Projekte einzusetzen. Das ist im Falle des Genfer Großbeschleunigers sicher geschehen und hoffentlich wird auch in Zukunft bei ähnlichen Großprojekten wieder ähnlich sorgfältig und gewissenhaft vorgegangen werden. Und damit möchte ich schließen.